Wirf deine alte Weihnachtsdeko niemals weg. Servus und Hallo, deine Gartenlea, heute mit Freundin Clara. Wir sagen Stopp. Bevor du diese Kiste auf den Dachboden verbannst oder, noch schlimmer, zum Müll stellst, schau mal genau hin. Jedes Jahr landet tonnenweise Weihnachtsdeko im Müll. Aber was wäre, wenn das ein riesiger Fehler ist? Was, wenn genau in diesen alten, vergessenen Stücken ein unglaubliches Potenzial schlummert? Ich zeige euch heute, wie ihr aus genau diesen alten Schätzen etwas Magisches für euren Garten zaubern könnt. Aus ausgedient wird wunderschön, aus alt wird einzigartig. Versprochen. Das Problem und die Lösung. Okay, ich geb's zu. Die meisten würden das hier wahrscheinlich wegschmeißen. Eine Kiste voller Erinnerungen, klar, aber die Farben sind nicht mehr modern, manche Kugeln haben Kratzer und diese Lichterkette hier, naja, sie hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Aber für mich ist das kein Müll. Das ist die Basis für ein wundervolles Gartenprojekt, das fast nichts kostet und super nachhaltig ist. Wir alle kennen doch diesen traurigen Anblick im Winter. Leere Blumenkübel auf der Terrasse, kahle Ecken im Garten, die einfach nur trostlos aussehen. Genau das ändern wir heute. Wir nehmen diese alten Schätze und kombinieren sie mit ein paar Dingen, die uns die Natur schenkt, um einen echten Hingucker für die dunkle Jahreszeit zu basteln. Zweite, was du dafür brauchst. Das Beste daran ist, das meiste davon habt ihr wahrscheinlich schon zu Hause. Schaut mal, was ich hier habe. Ein paar alte Christbaumkugeln. Dabei ist es völlig egal, ob sie perfekt sind oder nicht. Kleiner Tipp: Wenn euch die Farbe gar nicht mehr gefällt, könnt ihr sie ganz einfach mit etwas Sprühlack in eurer Wunschfarbe neu gestalten. Dazu eine alte Lichterkette, am besten eine, die für draußen geeignet ist. Und dann war da noch dieser alte Schal, der schon ewig im Schrank liegt. Eine super Alternative, um alter Kleidung ein zweites Leben zu schenken. Aus dem Garten holen wir uns den Rest. Ein paar schöne, knorrige Äste, etwas Moos, ein paar Tannenzapfen und vielleicht ein paar Zweige von der letzten Tannenhecke. Als Basis nehmen wir einfach einen Zinktopf oder irgendeinen anderen leeren Kübel, der gerade ungenutzt herumsteht. Kakisch, die Verwandlung Schritt für Schritt. So, jetzt legen wir los. Als erstes füllen wir unseren Topf mit etwas Erde oder Sand, damit die Äste später auch stabil stehen. Ich nehme hier einfach ein paar der dickeren Äste und stecke sie schön fest in die Mitte. Das wird unser Grundgerüst. Jetzt kommt der alte Schal zum Einsatz. Statt ihn wegzuwerfen, wickeln wir ihn einfach außen um den Topf. Das gibt dem Ganzen sofort eine viel wärmere, gemütlichere Optik und eine tolle Struktur. Die Enden befestige ich einfach mit einem Knoten. Sieht doch schon ganz anders aus, oder? Nun zu den Kugeln. Mit ein bisschen Draht befestige ich sie an den Zweigen. Und hier mag ich es total gern, wenn es nicht so perfekt symmetrisch ist. Eine Kugel hier, eine etwas weiter unten da. Diese hier hat eine kleine Macke, aber das macht gar nichts. Die drehen wir einfach so, dass man es nicht mehr sieht. Oder verstecken die Stelle mit einem kleinen Tannenzweig. Es geht um den Charakter, nicht um Perfektion. Und jetzt der magische Teil, die Lichterkette. Die wickle ich ganz locker um die Äste und zwischen den Kugeln. Achtet darauf, das Batteriefach oder den Stecker so zu platzieren, dass ihr später gut drankommt. Zum Schluss füllen wir die Lücken am Boden mit dem Moos und den Tannenzapfen auf. Das verbindet alles zu einem harmonischen Gesamtbild und sieht super natürlich aus. Man könnte hier sogar noch ein paar Hagebutten oder andere Beeren aus dem Garten ergänzen. Fertig ist unser Upcycling-Kunstwerk. Der große Enthüllungsmoment, und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Stellt euch das mal vor. Es wird langsam dunkel, der Garten liegt im Dämmerlicht und dann knipsen wir die Lichter an. Tata, ist das nicht wunderschön? Aus einer Kiste mit altem Kram und ein paar Fundstücken aus dem Garten ist ein echtes, leuchtendes Schmuckstück geworden. Es bringt Licht in die dunkle Jahreszeit, begrüßt eure Gäste am Eingang oder verwandelt eine triste Ecke auf dem Balkon in einen magischen Ort. Es hat Charakter, es erzählt eine Geschichte und es ist der beste Beweis dafür, dass man aus vermeintlichem Müll etwas Wundervolles schaffen kann. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen und inspiriert, eure alten Dekokisten auch nochmal mit neuen Augen anzusehen. Es ist so einfach, nachhaltig und persönlich. Und das Ergebnis ist etwas, das man so nirgends kaufen kann. Was habt ihr für Ideen, um alte Weihnachtsdeko wieder zum Leben zu erwecken?
Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich bin total gespannt auf eure Projekte. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr keine meiner DIY- und Upcycling-Ideen mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Viel Spaß beim Nachmachen und eine wundervolle kreative Weihnachtszeit. Ciao, eure Gatten Lea.